17. Februar 2019. Wir sind in Yazd im Iran. Über einen vorherigen Kontakt sind wir in einem Hostel untergekommen und haben als Gegenleistung Zirkus mit den Kindern aus der Umgebung gemacht. Eine Nacht schlafen wir hier und am nächsten Tag fahren wir schon weiter Richtung Schiraz. Goodbye. Bye. Im Iran können wir eigentlich alle paar Meter irgendwo anhalten, um uns etwas anzuschauen. Wie diese Höhlen zum Beispiel. Das Wetter ist mild dafür, dass wir Februar haben und der Tag neigt sich dem Ende zu. Also beschließen wir, die Dörfer und Städtchen hinter uns zu lassen, um einen Schlafplatz für die Nacht zu finden. Wir folgen den sandigen Pfaden durch die Wüste und entdecken eine Ruine, in der wir unser Nachtlager aufschlagen. So habe ich heute Nacht geschlafen. Sieht aus wie so ein Beduine. Den Tag starten wir mit einem ordentlichen Frühstück und kurz bevor wir die Ruine verlassen, um unsere Reise nach Schiraz fortzusetzen, packe ich noch einmal Frank aus, um noch ein paar Aufnahmen zu machen. Tatsächlich haben wir es geschafft, im Iran wegen unserer Drohne der Spionage verdächtigt zu werden. Und das ist tatsächlich nicht so lustig. Also wir saßen auf der Polizeiwache und haben uns um Kopf und Kragen geredet, mussten sämtliche Aufnahmen zeigen und immer wieder erklären, warum wir mit der Drohne gefilmt haben und wer wir sind und. Lustig ist aber, wie unaufgeregt und professionell wir danach der Kamera erklären, was uns gerade die letzten Stunden passiert ist. Eine Stunde lang haben sie uns verknackt, aber wir sind freigekommen. Wuhu!
Danach Fangen wir von Anfang an. Ja, okay, erzähl. er hat gesagt, ihr seid frei. Also so, als ob wir davor nicht frei waren. Und alles nur wegen Frank. Also, wir waren an dieser wunderschönen Ruine, Bilder werden eingeblendet. Wir haben wunderschöne Aufnahmen mit Frank gemacht. Und dann hat irgend so ein Typ, der hier wahrscheinlich irgendwo wohnt, ist vorbeigefahren mit dem Moped und hat die Polizei dann geholt und ist mit denen zusammengekommen. Haben sie uns erstmal Reisepass abgenommen und alles angeguckt. Dann kam natürlich irgendwann zur Sprache, ob wir einen Flughelikopter hätten. Dann haben wir den gezeigt und dann mussten wir mit auf die Wache. Also einmal noch Kommunikation. Die Dudes haben beide Nullinger Englisch gesprochen. Dann haben wir gesagt, dass wir aus Deutschland aber kommen. Und dann hat der Polizeichef von ihm, der hat Deutsch gesprochen. Und dann hat er eben per Telefon uns die Fragen gestellt. Und dann aber letztendlich hieß es, einmal mitkommen auf die Wache bitte. Sind wir zur Wache gefahren, wir haben noch getankt. Achso, warte, vorher. Während Jan den hinterhergefahren ist, war ich hinten drin und habe alle Aufnahmen von Frank gesaved. Ich habe die auf meinen Laptop rübergezogen, habe 3 Aufnahmen von Frank auf der SD-Karte gelassen, damit wir noch was haben zum Zeigen. Die unverfänglichen Aufnahmen, die total bescheuert waren, muss man ganz ehrlich sagen. Das waren echt die dümmsten Aufnahmen, die ich nehmen konnte, weil das waren überhaupt keine Flugaufnahmen, das waren nur Aufnahmen, wo ich Frank in der Hand hatte. Und nebenbei, mein Laptop hat sie nur von unten abgespielt. Das heißt, dass ich Quali war für den Arsch. Weil mein Laptop haben wir gar nicht erst gezeigt auf der Polizeiwache, haben wir hinten verstaut. Die Festplatten haben wir auch verstaut. Und das hieß, wir sollen alle Aufnahmen zeigen, die wir besitzen. Ich habe mein Handy dann gegeben und es sind über 1000 Aufnahmen. Ich kann mal kurz gucken, wie viele das sind. Es sind arsch viele Aufnahmen. Ich habe ihm aber okay, sind die alle aus Iran? Ja, ich wollte alle Aufnahmen vom Iran sehen. 1017 Bilder und 264 Videos. Und dann saß der da so, hat die sich so angeguckt. Aber der hat nur ein bisschen angeguckt, der hat gar nicht alles sehen können. In dem Raum auf der Polizeiwache, wer war da alles anwesend? Also einmal der Typ, der uns verknackt hat. Der Typ, der uns mitgenommen hat. Dann der Typ, der Deutsch sprechen konnte, der war so ein bisschen der Chef auch. Dann war da noch ein anderer, der untergeordnet war auf jeden Fall. Der hat uns Teller gebracht mit Orangen und hat jedes Mal, wenn er zur Tür reingekommen ist oder rausgegangen ist, jedes Mal salutiert. Also vor seinem Vorgesetzten. Wir hackten zusammen. Und dann war noch jemand da, 2 sogar. Es waren 2 Geheimpolizisten. Wahrscheinlich Geheimpolizei. Im Endeffekt haben die sich das angeschaut, haben diese 3 Drohnenaufnahmen gesehen. Waren nicht so wahnsinnig beeindruckend. Wir haben halt noch unsere Story erzählt, was wir machen und so. Und das fanden sie cool. Und dann auch so Fragen, ja, was verdient ein Lehrer in Deutschland und was kostet eine Miete im Haus? Zum Ende wurde es immer lockerer. Bis sie uns ein Papier, was von Hand geschrieben war, der hat alles dokumentiert, während wir geredet haben. Und am Ende wurde uns dieses Protokoll vorgesetzt und wir konnten kein Wort natürlich lesen, weil es noch Farsi war. Aber dann trotzdem, sollten wir, Name und Unterschrift und Telefonnummer. Dann sollten wir natürlich trotzdem unterschreiben. Dann haben wir erstmal gefragt, ja, okay, warum, was steht jetzt da? Ich habe gefragt, ob wir ein Bild davon machen können. Nein, das geht nicht. Kein Bild. Nein. Das geht und nicht. Naja, er hat dann aber gesagt, nein, Sie sind frei. Sie sind frei. Das steht auf dem Zettel. Wir sind frei, aber wir dürfen nicht mehr filmen im Iran. Aber es war mehr so, dass er es gesagt hat, zu unserer eigenen Sicherheit. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Shiraz. Und Polizei reicht erstmal. Nach diesem ungeplanten Zwischenfall ist der halbe Tag schon wieder rum. Also fahren wir, ohne noch einmal groß anzuhalten, weiter bis nach Shiraz. Wir sind in Shiraz. Jetzt versuchen wir zu connecten. Ich würde erstmal kurz hier irgendwo parken. Hier zum Bleistift. Vorsicht, Graben. Wir kontaktieren wieder einmal Amir, unseren Freund aus Kaschan. Und erneut haben wir unglaubliches Glück. Amir kennt einen Hostelbesitzer in Shiraz, der uns herzlich einlädt, für mehrere Tage bei ihm zu wohnen. Ob wir hier eine Show spielen oder Zirkus-Workshops geben können, wissen wir noch nicht. Zuerst einmal sind wir froh, einen Schlafplatz zu haben und eine weitere Stadt im Iran kennenzulernen.